Willkommen, Weltraumpilot, zu einem Tipp, wie man einen Carrier schneller beladen bekommt und vor allem sich da einen Flug spart bei diesen ganzen Hin- und Herflügen, bis man den Carrier vollgeladen hat. Und zwar gibt es dafür allerdings ein paar Voraussetzungen zu beachten. Die stehen auch in der Videobeschreibung, die Voraussetzungen und wie man das macht, der Weg, die Schritte. Also schaut auch in die Videobeschreibung mal rein. Es geht dann darum, dass man eben den Carrier schnell beladen kriegt und dazu braucht man erstmal zwei identische Transportschiffe, möglichst groß. Das macht eigentlich auch nur Sinn, wenn die Transportschiffe ziemlich groß sind. Als nächstes braucht man eine Station, die eine Werft hat. Und wenn man nicht den eigenen Carrier beladen will, sondern einen fremden Carrier, dann benötigt man eben auf dem Carrier auch die Werft. Ansonsten braucht man die Werft dann nicht. Das sind also die Voraussetzungen und Odyssee muss man haben. Ohne Odyssee geht das Ganze auch nicht, weil man da eben auch aussteigen muss aus dem Schiff und laufen muss. Wie man sieht, habe ich also hier zwei Cutter. Die sind identisch designt, die haben also gleichen Laderaum und alles drum und dran. Meinen Carrier habe ich hier neben der Station an einem Planeten geparkt, nicht zu weit weg, weil man muss da die Schiffe herbeiordern und das kostet natürlich Geld und je weiter das Schiff weg ist, umso mehr Geld kostet das. Deswegen ziemlich nah dran an der Station, wo ihr die Rohstoffe holt. Im ersten Schritt fliege ich jetzt mit dem einen Transporter in die Station und belade den und rufe dann auch das zweite Schiff in die Station rein, wird also dann über die Werft in der Station dahin beordert. Maintain your approach, Commander. Ground services are ready and waiting for your arrival. Commander. In der Station rufe ich jetzt über die Werft da den zweiten Transporter auch in die Station rein. Jetzt wird der Transporter beladen, dem ich sitze, mit der Ware, die ich da eben hin und her transportieren will und dann in den Carrier rein transportieren will. Und dann fliege ich mit diesem Transporter zurück in den Carrier. Der andere Transporter kommt ja dann auf der Station an. Auf dem Carrier jetzt wieder angekommen, wird er jetzt entladen. Ich fahre den allerdings jetzt auch gleich runter, weil ich aussteigen muss jetzt. Und dann anschließend zu den Rettungskapseln rennen. Da kommt jetzt die Odyssee-Erweiterung ins Spiel. Also ausgestiegen und zu den Rettungskapseln gerannt, die vor der Kommandozentrale vom Carrier sind. Und da springen wir jetzt mit der Rettungskapsel zurück in die Station, wo wir jetzt ja schon den anderen Carrier in der Werft geparkt haben. Wenn man die Rettungskapseln benutzt, landet man dann immer in der Station, wo man zuletzt war, wo auch eine Werft drin ist. Jetzt wird an der Werft hier das Schiff bereitgestellt, damit ich hier einsteigen kann in den Transporter, der da ist. Und der andere wird geholt aus dem Carrier. Bei Fragen wenden Sie sich an mich. Ihnen noch anderweitig helfen? War mir ein Vergnügen. Guten Flug. Jo, und jetzt geht's zum Transporter hier. Und der wird wieder beladen. Und mit dem fliege ich dann wieder zurück zum Carrier. Es ist durchaus zu empfehlen, dass man einen Anzug hat, in dem diese Sprinterweiterung eingebaut ist. Wo man also länger sprinten kann, vor allem wenn man einen Cutter hat. Ja, da ist der Weg immer ziemlich weit bis zum Einstieg. Da muss man viel rennen. Wie man sieht, dauert ewig.
Jetzt ist er kaputt und kann nur noch gehen. Nichts mehr mit Rennen. Und jetzt beladen wir wieder das Schiff und fliegen mit dem Schiff dann zurück zu unserem Carrier und entladen das dort. Sprinten dann wieder zu den Rettungskapseln, lassen uns dann wieder runterbeamen auf die Station, gehen dann wieder an die Werft, an der Stelle dann anschließend wieder das Schiff bereitstellen und das andere Schiff zurückbeordern, runter auf die Station beordern, dann wieder beladen, wieder hinfliegen und so immer weiter. Was man hier spart, ist das Zurückfliegen mit einem leeren Transporter vom Carrier zur Station. Den Weg spart man sich hier auf diese Art dann eben immer ein mit 2 Transportern und diesen Rettungskapseln. Und je mehr man beladen muss in den Carrier, umso mehr Zeit spart man und das macht sich dann gut bemerkbar. Zum Schluss ist dann zu empfehlen, am Ende für den letzten Beladevorgang das zweite Schiff, das im Carrier ist, dann nicht mehr auf die Station zurückzurufen, weil mit dem letzten Flug fliegt man dann wieder auf den Carrier und dann hat man wieder beide Transporte auf dem Carrier und kann nach Hause fliegen. Ja, dann sage ich mal, das war's soweit. Wenn noch Fragen sind, gerne in die Kommentare schreiben, ein Like hinterlassen und wenn ihr noch kein Abo habt, dann auf jeden Fall auch ein Abo. Dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen, alles Gute und bis zum nächsten Video. Tschüss.